Im heutigen Video soll es um 3 Fragen gehen. Was ist die Wahrheit bei dieser Flutwelle an Informationen, die uns Tag für Tag erreichen? Wie kannst du dich von Manipulation entkoppeln? Welche Rolle spielt dein Ego? Wenn ich mich mit Menschen aus meinem näheren und ferneren Umfeld unterhalte, dann höre ich ganz oft sinngemäß so diesen Satz: Weißt du, was das Schlimmste ist in der heutigen Zeit? Du weißt nicht mehr, was die Wahrheit ist, was stimmt und was falsch ist. Wohl wahr. Wie kommt man denn da heraus? Und was ist der Sinn hinter all diesen Informationen, Enthüllungen, neuen Gesetzen, die einem, wenn man nicht schon hat, graue Haare wachsen lassen? Der Sinn ist ganz oft dahinter, dass scheidende, sich im Zerfall befindende Systeme versuchen, ihr System aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es die anderen, die schon das Neue verkörpern und sich ebenfalls Gehör verschaffen. Und so ist man wie im emotionalen Schleudergang hin und her gerissen zwischen dem Alten, dem man bis dato vielleicht ebenfalls angehört hat, und dem Neuen, was auch sehr reizvoll klingt. Tja, wahr oder nicht wahr? Das ist hier die Frage. Wenn du meinem Kanal schon ein Weilchen folgst, weißt du, dass ich in meinen tagtäglichen Meditationen seit vielen Jahren auch jede Menge Botschaften aus der geistigen Welt erhalte. Und so bin ich nach und nach immer mehr auch zu der Auffassung gelangt, und schau bitte für dich, inwieweit du dem folgen magst, dass es die Wahrheit für uns alle gemeinschaftlich einfach nicht gibt. Wir sind hier inkarniert als Menschen in einer dualen Welt. Und insofern hat jede Seele, die in einem Körper inkarniert ist, ihre eigenen Filter, Wahrnehmungsfilter, und darf für sich entscheiden, was sie für wahrnehmen kann. Und das, was für sie wahr ist, hat jede Menge zu tun. Zum einen mit dem ganzen Glaubenssystem, was sich so im Laufe eines Lebens entwickelt hat, und auch mit dem persönlichen Wertesystem. Was sind solche persönlichen Werte? Für mich persönlich sind das zum Beispiel Liebe, Offenheit, Wertschätzung, Ehrlichkeit und so weiter und so weiter. Und du wirst deine eigenen Werte haben. Und es ist eine sehr gute Idee, dieses Wertesystem, was wir ursprünglich aus unserer Kindheit ganz oft oder sogar von den Ahnen übernommen haben, immer mal wieder zu überprüfen daraufhin, inwieweit es noch stimmig ist. Wer kleine Kinder zum Beispiel zu Hause hat oder kleine Enkelkinder, hat vielleicht ein anderes Wertesystem als jemand, der sein Leben in den Dienst der Öffentlichkeit stellt und keine Familie hat, um die er sich zu kümmern hat. Und insofern kann es keine allgemeingültige Wahrheit geben, wenngleich wir immer wieder in diese Richtung manipuliert werden sollen. Worüber lassen sich Menschen am besten manipulieren? Indem man sie in Angst und Schrecken versetzt. Jetzt überleg einmal, wie viele der Botschaften, die du permanent erhältst, egal ob von den Mainstream-Medien oder auch von Gurus aus der spirituellen Szene, sind dazu geeignet, dich in Angst und Schrecken zu versetzen. Und da beginnt Manipulation. Denn wenn du in Angst und Schrecken dich befindest, dann erstarrst du irgendwo innerlich und suchst einfach nur nach Halt. Wo suchen wir häufig nach Halt?
im Außen. Kannst du dort im Außen Halt finden? Ich sage nein. Halt findest du nur in deinem Inneren, in deiner inneren Mitte. Und da sind wir genau bei der Frage, wie kannst du dich von Manipulation entkoppeln? Aus meiner Sicht geht Entkoppeln nur, indem du in deine innere Mitte kommst. Wer sagt dir, was für dich stimmig ist, sodass du auf das, was dein sogenanntes Außen dir versucht zu vermitteln, ignorieren kannst und deinem eigenen Weg folgst, dein eigenes Leben führst, deinem Seelenweg folgst? Das ist dein Herz, denn über unsere Herzregion, über unser Herz, was eine vielfach höhere Schwingung hat als unser Hirn, unser Verstand, bist du verbunden mit Gott, mit dem All-Einen, mit dem Universum, mit deinem höheren Selbst, mit deiner Seelenfamilie, wie auch immer du es nennen magst. Das heißt, verbinde dich ohne Zwischenstationen, verbinde dich direkt, denn diese Gabe haben wir alle, jeder einzelne von uns. Und wie kannst du dich verbinden? Am besten über Meditation, aus meiner Sicht jedenfalls. Wie meditieren geht, verlinke ich wie oft schon am Ende dieses Videos und auch noch das eine oder andere weitere hilfreiche Video von meinem Kanal. Was das Thema Ego angeht, weiß ich, dass die Meinungen auseinanderdriften. Da gibt es Konzepte, die davon ausgehen, dass es wichtig sei, das Ego aufzulösen. Aus meiner Sicht, und das wird immer wieder bestätigt von der geistigen Welt, jedenfalls für mich, ist das jedoch ein bisschen anders. Es geht darum, das Ego zu transformieren. Wir werden ein Ego haben, solange unsere Seele in so einem menschlichen Körper steckt. Was heißt ein transformiertes Ego? Das heißt ein Ego, was dem Herzen und seiner zigfach größeren Energie den Vortritt lässt, bevor es selbst mit ins Geschehen eingreift, um das, was das Herz über die Botschaften, die es empfängt, vom All-Einen, vom Göttlichen, dann in die Tat umzusetzen und daraus, ja, ich sag mal, Nägel mit Köpfen machen hilft. Insofern ist aus meiner Sicht das Ego eher die Verkörperung der männlichen Energie, während das Herz mehr der weiblichen Energie entspricht, dem Empfangenden. Und da weibliches und männliches sowohl in uns Frauen als auch in den Männern steckt, tja, kann man da nur sagen, das Weibliche bitteschön an die Macht, was auch immer das bedeutet. Also, lass deinem Herzen den Vortritt und schon bist du auf der sicheren Seite, wenn es darum geht, dich zu befreien von jeglicher Manipulation. Und ganz wichtig ist es auch, wenn es um unsere Beziehungen geht. Bau dir über deine Herzenergie die ähnliche Frequenz, denn wir sind Schwingungswesen. Bau dir darüber deinen Inner Circle, deinen engsten Kreis auf. Baue dir darum einen etwas erweiterten Kreis, den du auch über deine Herzenergie wählst, der sich einfach ergibt, wenn du zu deiner Schwingung stehst, zu deinem wahren Seelen selbst, zu deinem Kern und keine Angst hast, sondern Mut. Und dann gibt es das noch viel weitere Feld, was dich nur am Rande noch, ja, ich sag mal, tangiert und gar nicht mehr so intensiv in dein Leben eindringen kann.
Wenn dir dieses Video mit seinen Inspirationen gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du meinen Kanal abonnierst und natürlich auch über einen netten Kommentar. Ich wünsche dir bis zum nächsten Video oder Podcast eine gute Zeit und sage erstmal Tschüss.